Liebe Freunde, willkommen zurück zu Part 3 Hand of Fate und ohne groß die Worte zu verlieren, machen wir direkt weiter. Wir haben jetzt in der letzten Ausgabe, hier Moment, ganz oben sehen wir hier die Tutorial-Level, sage ich mal, geschafft. Das heißt, das Goblet wurde geupgradet, wir wurden ein bisschen stärker, aber so auch die Gegner, das heißt auf jeden Fall Balancing. Und jetzt kommen wir zum Jack of Plague und wir haben hier als Curse twice the fail. The player loses 5 gold for every fall and 10 gold for every huge failure. Also nicht fall, sondern fail. For every huge failure chance card. Und Challenges ist 3-mal Redman Hunting und 3-mal Angry Mob. Ja, dann los. The rats. They have swarmed up from the dark places beneath the realms of humanity and now squat amongst your cities and feast and shriek and hunt and writhe. Okay. Gut. Die Waffen, die wir hier drin haben, sind eigentlich okay. Wir haben hier den Huge Hammer als neue Karte drin, als Weapon. Hier haben wir den Desperate Measures 32 und wir haben natürlich Frostfang wieder drin. Einer der geilsten Weapons bisher, wie ich finde. Als neuer Armor kam hier Armor of Cold dazu. Passt auf jeden Fall wunderbar mit dem Frostfang. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir getroffen werden, denke ich mal, dass dann die Gegner irgendwie geslowt werden. Würde zumindest Sinn machen vom Namen her. Ansonsten haben wir hier einige neue Dinge auch drin. Das haben wir ja im letzten Mal bekommen, den Healer's Ring. Okay. Also ja, wir machen natürlich hier den Default Mode. Haben wir den jetzt drin? Continue, ja. Okay. Schauen wir mal, welche Karten hier locked sind. Ist Rockfall hier drin? Das würde ich nämlich gerne rausnehmen. Lass mal sehen, ob Rockfall irgendwo hier drin ist. Der White Council 2 ist drin, das ist schon mal super. Jack of Plague ist auch locked. Irgendwo hier müsste Rockfall, glaube ich, drin sein. Das möchte ich nicht drin haben. Aber alle Karten, die wir hier haben, sind neu. Der Maiden ist nicht neu. Das haben wir doch schon gehabt. Ah gut, das ist blau hier unten. Das kann sein, dass die andere Maiden, die wir schon kennen, irgendwo anders ist. Aber hier ist kein Rockfall anscheinend. Das ist schon mal super. Hier bekommen wir ein Schild. Sollten wir drinnen lassen. Helpful Priest. Den will ich mal raushaben. Und ich nehme dafür Field of Poppies. Was haben wir noch hier? Desert Storm haben wir... Ups. Desert Storm haben wir noch. Und Devil's Wager. Ich nehme Devil's Wager mit rein. Das haben wir ja schon mal gehabt, die Karte. Also ich weiß ja, was sie macht. Charity. Das ist immer so, ne? Huge Failure und so gefällt mir nicht ganz so. Wobei, Huge Failure gibt es, glaube ich, da gar nicht bei denen. Aber dennoch will ich mal natürlich auch die neuen Karten hier haben. Dass wir auch wissen, was die einzelnen Leben natürlich machen. Dead King's Hall. Das nehmen wir dann auch mal raus. Einfach schauen. Achso, Charity ist auch neu. Ja gut, dann. Einfach mal alle Karten, die wir schon kennen, rausnehmen und alle neuen rein. Das hier kommt raus und das hier kommt raus. Machen dafür die beiden mit rein. Und dann passt das auch. Mal kurz schauen. Ja, alles klar. Gut. Los geht's. Back. Na komm, back. Und dann Start Game. Our Lord of Plague does like to rub your nose in misfortune. Dann schauen wir mal, was er hier vorbereitet hat, Kollege Dealer. Wunderbar. Dann hopsen wir mal durch. Mr. Lionel. Das kennen wir ja mittlerweile auch schon. Wir machen... Okay, das Gold können wir ihm leider nicht geben, weil es unsere erste Karte ist. Wir haben nur 10 Gold. Deswegen ask him what he needs und wir bekommen unser Schild wieder. Oder die Medium Armor. Natürlich equippen wir das, ganz klar. Kann ich den Curse übrigens nochmal sehen, den wir jetzt hier haben? Noch kurz den Inventory. Da müsste eigentlich der Curse auch sein, weil ich hab den gerade schon wieder vergessen. Aber irgendwie, nee. Vielleicht bekommen wir den auch erst später. Mal schauen. The Maiden. Er ist gerade übrigens nicht wirklich gesprächlich.
Normalerweise... This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Defeat. Oh, your thoughts to turn to Mr. Lionel and his need for some elven hair. Stimmt ja. Request a lock of hair from the elf maiden. The maiden considers this for a moment before slicing a few strands from her hair. As you wish, but be cautious, mortal. You have the taint of a goblin about you. They may never be trusted. This card's token is now yours. It is said that sharp-eyed adventurers may protect themselves from the worst of Lady Luck's contrary nature. Farewell, mortal. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir hätten auch einfach, in dem Fall mit unserem Schwert einfach auf die zurennen können. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, wie wir ja gesehen haben. Aber ich glaube, dann hätten wir das nicht geschafft. Twisted Canyon, unsere Lieblingskarte. Natürlich climben wir down. Und wir versuchen mal wieder unsere Standardmethode. Okay, nice. Mal schauen, welche Karte wir diesmal bekommen oder welche Waffe. One Equipment Card. Der Huge Hammer. Is a holy weapon. As you string together consecutive attacks, you do greatly increase damage. Press 1 to unleash a force explosion. Natürlich equippen wir das. Is that what you're going to do? Natürlich. Versuch mich zu hindern. River. Running water protects against many things in myth. Yep. Generally, though, it's just a pain to get past. Your path is blocked by a river. The water is clear but fast flowing. Attempt to cross the river. Oh, Choose from these options. Fuck! Haben wir ein Blessing? Nee. Shit. Your medium-sized armor doesn't make the crossing easy and the current pushes you into some rocks, battering you about. The dealer draws you 2 pain cards. 15 Health. Naja, wenigstens nicht Max Health. Oh, nochmal. Oh Gott. Oh dear. Allerdings. Aber wir heilen uns ja, wenn wir hier weitergehen, ne? Ja, um 6. Immerhin. Horse is a fine companion. I'm sure you'll leave this one in time. You do not seem to have the temperament for friends, even in the animal kingdom. Hitch a ride. Weiter geht's. Okay, wir kommen 6 HP zurück. Each of these cards is crafted from your memories and built from your experience. I created them, but only in the abstract. It is the importance you place on them that makes them real. Was haben wir hier? Traveling Jeweler. Wir haben 0 Gold. In a shady grove off the beaten trail, you find a traveling merchant looking to trade with wandering adventurers. Wir gehen trotzdem mal drauf zu, weil wir können ja immer noch Sachen verkaufen. Das heißt, wir haben jetzt eine Waffe gefunden. Vielleicht können wir unsere Standardwaffe dafür irgendwie verkaufen jetzt. Wäre natürlich super. Mal schauen, ob das eine Möglichkeit ist. Ist die Frage, ist es eine zweihändige Waffe? Weil dann bräuchten wir unser Schild quasi nicht. Ja, dafür bekommen wir auch nur 3. Wir haben 0 Gold leider. Müssen wir mal sehen hier. Hier hätten wir 2 neue Karten. Consuming Shame. Poison. It's the tool of the traitor. With a powerful poison that taints the victim's mind and body. Also damage over time. Whenever the player receives healing... Health. A recipe for a happy life. They also gain Things will end that way, mind you. +1 Gold. No benefit if they were already fully healed. Ganz cool eigentlich. Ups. Aber nicht so das Beste. Used by those who made life better for others, now in your hands. Such a waste. Dankeschön. Ist echt freundlich heute. Aber wir können ja nochmal darauf zurückkommen. Wir können ja wieder zurückhopsen auf die Karte. Also das ist kein Problem. Gehen wir mal nach oben erstmal, weil jetzt können wir sowieso gleich wieder vorbei an ihm. Angry Mob. So quick to anger. That's what makes them a mob, really. No shit. As you approach the small town of Witchburn, an angry mob of peasants marches forth and confronts you. The red men have eaten all our food. We are starving. We demand food. Give them nothing. You try to ask them why they have no food and to explain that they have no reason to attack you. The hungry peasants surround you even as you try to speak. Ah, fuck me. Really? Fuck. 0 Gold. Nice.
I've got his food sack, somebody yells, bashing into the crowd. After a brief scuffle, nothing is left of your food supplies but a few scraps of torn material. Oh mein Gott. Ah, fuck. Und jetzt? Okay, jedes Mal nehmen wir 9 Schaden. The greater the risk of starvation. Damn it. Pass it by. Hätte ich mal einfach die Hälfte gegeben, ne? Was haben wir hier? Charity. Mhm. Ah, the wandering mendicant. Will humanity ever move beyond poverty, religion and charity? Können wir ja leider nicht. Denn the children will grow hungry. Das finde ich. Ich hab selber nichts, Mann. Ah. Naja. Pass it by. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hunting the Huntsman. There's a token in it for you if you win. It turns out that it's not too hard to track down a mad huntsman who's a crusade across the countryside in search of a mythical beast. He has been spotted interrogating tavern goers, accosting travelers in the woods, and closely scrutinizing various animal droppings. You hear that he recently left the small town of Thatchcross and was seen heading into the forest nearby. You follow a set of tracks that lead into a leafy glade. Colorful autumnal debris blankets the ground. You stop dead when you hear a suspiciously loud snapping sound beneath your feet. Ich will doch einfach nur kämpfen. Failure. Oh, Success. Woo. The chance is 1:4. You catch the edge of the pit with a firm grasp and manage to haul yourself up onto solid ground. In front of you stands a grizzled veteran hunter adorned with many trophies from his kills. He moves with calm assurance, but his gaze pierces you like a dagger. I am impressed that you escaped my trap. In fairness, it was not designed for one such as you, but someone more substantial. Having spent so many years in the role of hunter, it is unusual to find myself as prey. Let us share a drink in the tavern where we can converse as men instead of tracking each other's footprints like beasts. The card token is now yours. Dankeschön. Wenn wir das überhaupt noch überleben, ist die Frage allerdings. Haben wir jetzt Food dazu bekommen? Natürlich nicht. Ja gut, das ist halt jetzt, ne? Bringt nichts, weil wir haben halt nichts, wir haben halt kein Gold. Oh Gott, das wird ja echt nix, glaube ich. Ja, ich auch. Ah, dieser scheiß Angry Mob. Can you hear the way his claws scratch the tiles? Ruhe. Gib mir irgendwas. Deshalb, ja, das klingt nicht gut. Nature is the greatest threat, even with the queen now dispatched. Be swift. You are traveling through a desert when a dust storm approaches. You may be able to reach the safety of some nearby hills before the storm hits you. Run for the hills. Stay where you are, wäre, glaube ich, nicht die beste Entscheidung gewesen. Na, ja. Ich glaube, das war's. Food is crucial for healing. If you travel without food, your strength will not be restored between encounters. You'll also begin to starve. It seems you'll learn that soon enough, though. Die bringen mir alle nix. Die Shops bringen mir alle nichts, wenn ich kein Gold hab. Oh, weia. The White Council too. Win this and claim my token. One day, as you travel through a forest, you come across a band of thugs standing on the roadside. As you draw near, they move to block your path. The dealer draws you 2 monster cards. Okay. Refuse, natürlich. The White Council doesn't like armed mercenaries wandering through their land, the man says as his goons close in around you. Okay. 7. Ich hätte sogar so oder so gefightet, ganz ehrlich. Wir haben 17 Health und 7 Gegner jetzt. Das wird lustig. Uh-oh. Okay. Und wir sind fast down. Nice. Okay, das war's. Kein schöner Weg. Blood stains the ground beneath your corpse. Und ich dachte noch, das Game ist zu leicht übrigens, aber jetzt. And so the game takes another life. Do not worry though.
You may try again. Bekommen wir das trotzdem? Ah. For gaining the Elf Maiden's hair, you receive Goblin King's Hail Halls 2. Aha. Okay, wir bekommen die Tokens trotzdem. Das ist cool. For escaping the Huntsman's Trap, you receive the Mug and Barrel. Und noch eine Sache. For surviving a desert storm. Lost in the desert. Verloren im Dessert, aber nicht in der Hauptspeise. Natürlich machen wir direkt noch einen Versuch. Once more, the cards will be dealt and fate will be decided. Natürlich. Das versuchen wir direkt nochmal, ist doch klar. So. Check of Plague. You face one of the fiercest of the Ratmen. I would wish you luck, but we play with fate. Okay, nochmal kurz durchschauen hier. Alle Sachen, die wir nicht brauchen, sind hier oben. Sehr gut, genauso muss das aussehen. Gehen wir mal back. Und schauen mal hier. Hier haben wir Adventurer, jawohl. Okay. Könnte auch daran liegen... Ja gut, ich brauche eigentlich die beiden Karten, weil ich glaube, die beiden Karten, da bekommen wir die Chance... Ich will mal Charity raus. Da bekommen wir halt die Chance auf Gegner-Encounter und wenn wir Gegner besiegen, dann bekommen wir immer Loot. Und Loot tut gut. The Maiden. Devil's Choice. Choose your foe, genau. Also alles, das uns halt Gegner generiert, ist eigentlich ziemlich gut für uns. Das war auch die Karte, die ich meinte. Das sah vom Artwork her ähnlich aus, aber ich meinte dann doch eine andere. Deswegen nehmen wir die mal mit rein. Und wir haben noch eine zur Auswahl. Lost in the Desert. Nehmen wir die einfach mal mit rein. Desert Storm, glaube ich, können wir dann dafür rausnehmen, wenn wir den hier drin haben. Sieht ganz so aus, weil ich sehe den nirgendwo hier oben. Den Desert Storm. Bandit Attack bleibt auf jeden Fall drin. Wo haben wir denn hier Desert Storm? Oder können wir den nicht rausnehmen? Anscheinend nicht. Na gut. Alles klar. Dann los geht's. Check of Plague. Zweiter Versuch. Wie viele waren das jetzt? 6? Oder was? 6 mal Angry Mob. So, die Maiden. Asked to be blessed? Gold? Supplies. This bread will sustain you for many days. 3 und wie viel noch? Na, 6. Na, das geht. Gut. Dann haben wir hier den Canyon. Ah ne, den Helpful Priest. It amuses me to watch them theorize. To attempt to discern the very likeness of the gods down to their toes. For a small share of your provisions, I will bless you in the name of the old gods. Okay. Wird gemacht, Junge. Wird gemacht. Huge success! Yes! Und wir bekommen 2 Blessing Cards. After your first chance card pick, you may return card and draw again after shuffling. Ne, das ist schon gut. Das ist schon super. On any hit, the player inflicts 2 more damage for each Blessing they possess. Okay, also plus 2 dann wahrscheinlich jetzt gerade. Oder zählt das auch schon als Blessing? Wahrscheinlich nicht. Twisted Canyon, da haben wir ihn. Okay. Also wir haben wieder unser Super Blessing, dass wir quasi 2 Chancen haben. Da kriegen wir hin, oder? Ja, Success. Confirm natürlich. Kein Redraw. Wäre eine blöde Entscheidung. Und wir bekommen welche Karte? Also welche Waffe? Mal schauen. Den Desperate Measures. 32 Schaden. Das Mace inflicts more damage the lower the health of the wielder is. Und ist eine Holy Weapon. Natürlich equippen wir die. Und dann geht's runter. Die Stairs. Down once more, seeking the heart of it all. Did you expect me to tell your fortune? No. Natürlich The nicht. fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course, I am different. My powers are genuine. Wenn ich mir das bisher so anschaue, definitiv.
So, wir haben 10 Gold und ich hoffe mal, dass wir uns dafür ein bisschen was an Food leisten können, weil das ist schon wieder ziemlich mager. Sind wir auf 9. I'm sure you're grateful for that. Nee. Aber es ist besser als gar nichts. Moment, können wir irgendwas verkaufen, was wir nicht brauchen? Die Axt auf jeden Fall. 32 Schaden, also macht auf jeden Fall mehr Base Damage, deswegen behalten wir die und verkaufen die. Haben wir dann 9 Gold und 6 war das für Food. Ich schaue nochmal kurz hier. Dragon Ring. While the key to success is specialization. The more specific the intention, the more channeled the power, and the more dramatic is the result. Okay, wir brauchen alle Dragon Relicts und dann bekommen wir plus 50% Max Health und Full Healing after every combat. Ziemlich krass, aber dafür brauchen wir auch jedes einzelne Piece. Und ich glaube, wir haben nur 1 anscheinend, dann das ist der Ring. Alleine bringt er uns anscheinend gar nichts. Nehmen wir deswegen noch ein bisschen Food und machen uns auf den Weg wieder. Indecent Arrival. Ich liebe dieses Artwork. And a token if you succeed. You're minding your own business in a local tavern when suddenly 3 masked men burst through the doors, grab a young man from the bar and manhandle him outside. One patron bursts out in protest, but is quickly silenced by the solemn stares of all those around him. Leave them be, Garrett. If it is his time, then it must be done. Follow the masked attacker outside. Ja, follow, natürlich. You follow the masked man outside. Immediately you're confronted by a large crowd all wearing masks. Session the party. Their leader speaks to you. Wow there, stranger. I really would prefer that no outsider witness what we are about here. I know this may look like a godforsaken thing we do, but you have no idea of our troubles, so I'll ask you not to involve yourself. I will not ask twice. We have no time for objections. The crowd turns and drags away the young man, their torches burning a mournful light into the distance. Once the light has faded from sight, you follow their path into the forest. You catch up with them and, to your surprise, they are gathered around a yawning portal that whirls with malicious portent. Despite their disguises, it is obvious that no one of the hooded figures relish the sight before them, and many are obviously distraught. The captive is carried to the portal atop the shoulders of 6 people as though they were his coffin bearers and he already dead. Okay. The young man's struggles are subdued by bonds of rope. Will you interrupt? Natürlich interrupt. You burst forth from your hiding place and plead with the assembled crowd not to go through with whatever bizarre ritual they are engaged in, but you gain no support. Their leader eventually speaks above the crowd. If this man is adamant that one of our own should not be sent to the underworld, then perhaps he should go himself. You are immediately seized by the crowd and pushed towards the portal. Try as you might, they are too strong for you and you cannot escape. You stumble and fall into the portal. You fall to the ground with only a gentle jolt. You find yourself in a forest that bears a most striking resemblance to where you just were, but with 2 very significant differences. The crowd of masked overlookers are gone and the sky burns with bright red flames. Out of the sulfur and flames emerges 4 foul hell beasts. 4 of hell. Wow, 4 of hell. Aber wir haben eine Holy Weapon. Nicht vergessen. Wir haben eine Holy Weapon. Und 3 Gold. Ja, das ist ein sehr interessanter Event auf jeden Fall. Get back, boy. Okay, ich glaube, einer ist mittlerweile schon down. Das ist wunderbar. Aber ganz schön flink, die Viecher hier. Und machen ordentlich Schaden. Ich hab doch geblockt, hallo. Mistviecher hier. Er greift doch immer den Falschen an hier. Oh, weg. Jo, Dodge Roll. Sehr gut. My favorite. Okay, haben ordentlich Schaden kassiert. Aber das lief noch. 24 Damage.
Mal schauen, was wir dafür bekommen. After you destroy the last hell beast, the portal stirs back into life. You are lifted off your feet and sucked into the vortex before being deposited back in the leafy forest you were ejected from earlier. Alles klar. Immerhin haben wir einen Card-Token dafür bekommen. Leider jetzt nicht irgendwie Loot oder so, aber naja, man kann nicht alles haben. Forest Escape. Roaming ever forward, hunting for the truth. Your path forwards will take you into the forest. Natürlich, rein da mit uns. So, dritte Ebene jetzt. Heart, all games are about power, are they not? The acquiring of power, the retaining of power, and most importantly, the use of power. Yes! A winding trail haben wir hier als nächstes. Suddenly, a tree falls across your path, blocking the way ahead. One monster card. Okay. Weapons bristle from the trees around you, the wielders' faces obscured by the undergrowth. Give us all your gold or die. Attack the cowardly band for boarding to threaten you, natürlich. You shout out the battle cry and raise your weapon. The battle begins. Come on, bruh. 6 of Dust insgesamt. Kriegen wir hin. Oh, irgendeine Arrow... Oder, nee, Projektile haben wir da auch noch irgendwo. Ja, Throwing Weapons. Aber solange wir hier Dodge Rolls machen, sind wir eigentlich relativ safe anscheinend vor den Projektilen. Yes! Ah, fuck. Ah, ich glaube, wir haben noch gedodged. Da habe ich gerade noch gesehen, dass der Kollege von da hinten noch was werfen wollte. Ist er down? Ich glaube, ja. Sieht ganz so aus. Und das müsste der letzte sein, glaube ich. Yes! Sehr gut. Haben, glaube ich, keinen Schaden genommen. Und ja, wir heilen uns ja auch immer, solange wir Food haben, heißt es. Wenn wir hier weitergehen. You search the bodies for loot und 2 gain cards. Food, komm. Select 1 to keep. Armory, okay. Oh. Nehmen wir die Armor auf Cold. Nearby enemies this armor pulls energy from the world around you. Are immediately slowed as the chilling effects of this armor take hold. Okay. Equippen das natürlich. Wie schon angemerkt. Und 15 Herren. Yeah. Ich will Food, aber das wäre besser. Und wir brauchen Gold auf jeden Fall wieder. Lost in the Desert. Mal schauen, was die Karte bringt. Pray the old gods for salvation. Ich glaube, das ist besser. Oh, fuck. A choice. Select your desire. Ha! Redraw. Schlimmer als Huge Fehler kann es nicht werden, was wir jetzt bekommen. Komm. Huge Success! Ah, dieses Blessing ist super. You stumble upon a long lost tomb with treasure still inside. Das Card-Token ist now yours und 1 Equipment Card. Food! Mann! Ich brauch Food! All weapon attacks are enhanced with a powerful poison that taints the victim's mind and body. Sehr schön. Oh, dieses Blessing ohne Scheiße, das ist so herrlich, dass man eben nochmal eine Chance hat dann. Ansonsten haben wir jetzt einen huge Failure gehabt. The Mug and the Barrel. When you return to the Mug and Barrel, you spot the huntsman lurking in a shadowy corner of the bar. A solitary warm ale sits cooling in front of an empty chair, while a collection of empty mugs indicates that your arrival has been long awaited. I started without you, he says cheerily, but without looking up. I've got questions for you, and you will have questions for me. Questions lead to stories. Stories lead to memories, and I... Illuminati confirmed. And I cannot bear those without a lot of these. He rakes his mug across the others on the table, producing a discordant chime. Sit down, you're making me look impolite. Given that you've already tracked me through the forest and glen, I see that trying to dissuade you from this hunt would be pointless. I know how you feel. I was a boy of 5 when I first saw old Widdy
Sorry, that's what I call him, the White Minotaur. The huntsman proceeds to tell you a tale of destruction and grief, a tale decades in the making. Take your time if you like. I've waited long enough. After a while, he lapses into silence like a river that has run dry. I think I was tracking it when you stumbled into my trap. Head back into the forest and see what you can find. I've got business to attend to elsewhere. Here is your token. Well done. Also bekommen wir einfach so einen Token bei der Karte, na gut. Ja, mal schauen, wie das noch weitergeht mit dem weißen Minotauren. Better than trudging along a muddy road. Certainly. It's your right, natürlich. Jetzt müssten wir, glaube ich, schon so langsam ans Ende kommen. Or did I rush you through the rules, pushing you into the play before you were prepared? 3 Gold. Können wir leider nichts machen. Dead Man's Gorge. I'm sure it's not called Dead Man's Gorge without reason. Anscheinend. Okay, 1 Monster Card. Perfekt. 3 of Dust. Genau das will ich ja. Gegner encountern, damit wir eben schön immer Food bekommen. Oder potenziell. Also, ich sollte keine Fremdwörter benutzen. Wir haben die Chance auf jeden Fall dazu. Das ist, was ich meine. Ah, die Armor sieht cool aus. Also ist auch ein visueller Effekt auf jeden Fall da. Und wir sehen noch, dass wir eine andere Armor tragen. Das ist schon cool. Machen wir den noch ein bisschen lang hier. Der ist down. Wunderbar, die Kollegen werfen auch gerade nichts. Was mir natürlich sehr gut gefällt. Und tschüss. Irgendein Special Ability haben wir ja nicht gebraucht. Achso, dieses Poison-Ding ist anscheinend auch, müssen wir aktivieren. So wie es aussieht. Müsste dann auf 2 liegen normalerweise der Effekt, denke ich mal. 3 Gain Cards. Gib mir... Jawohl, 5 Food. Das ist schon mal ein guter Anfang. 1 Equipment. Aha. Und during combat, press 2 to throw knives in 8 cardinal directions. Consuming Shame haben wir momentan. Ich nehme die mal. Weiß ich nicht. Aber wenn wir jetzt gleich den Boss haben, dann ist es vielleicht besser, dass wir dann eben auch die Henchmen schön damit ausschalten können. Und wir haben ja auch AOE mit unserer Waffe. Head downwards, if you dare. Take the stairs. Die eine Karte können wir entbehren. Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, zum Gegner. You continue to die, yet we reset the board each time. One has to wonder how it is possible to truly lose. Battle at Brooktop. Again, a token is at stake. A light draws you to a nearby hilltop where you see a warlock disappear in a cloud of sulfur, leading behind his summoned minions. Draw 2 monster cards. Dann wollen wir mal. 2 of Skulls und 4 of Plague. A light draws you to a nearby hill... Also ja. Ja, natürlich, Attack. Ready yourself for combat. Let's go. 6 Gegner insgesamt. 2 of Skulls. Wir haben eine Holy Weapon. Das heißt, die sollten wir relativ schnell ausschalten. 4 of Plague. Werden wir sehen. Wir slowen zumindest alle um uns herum. Ja, das ist nicht so geil. Wow. Ah, fuck you. Kann ich mal? Dankeschön. Genau das wollte ich. Ah. Oh, nein, ich hab gedodged. Ihr seid Schweine. Und Batz! Yes! Get wrecked. Und auf 43 HP allerdings. Der Kampf war nicht so gut. 2 Gain Cards. 3 Gold. Okay. Und 15 Gold. Card Token is now yours. Hätte ich ein bisschen auf Health diesmal gehofft bei den Gain Cards. Call of the Priest. Oder for the Priest. Ja, da gehen wir natürlich hin. 21 Gold haben wir. Damit können wir uns vielleicht ein bisschen was gönnen. Wenn er uns heilen könnte, wäre es wie gesagt am besten eigentlich. Heal Wounds, da haben wir es doch. Für 8 Gold. Moment, für 8 Gold haben wir hier 10. Und wie viel ist das? Für 10 haben wir hier 15. Okay. Ist ein Deal. Ist ein Deal. So, was haben wir hier noch?
By Blessings. Arcane Knowledge. Holy Touch. Very nice indeed. Headman's Blessing. Und was war das hier? Arcane Knowledge, ja. Many of these blessings are too good for the likes of you. Dankeschön. Ah, damit könnten wir sogar den Curse. 5 Gold for every fail and 10 Gold for every huge failure chance card. Damit können wir den... Für 120 könnten wir den Curse removen, aber naja. Kommt ein bisschen spät, der Händler. Sell Items. Genau, da können wir eigentlich eine loswerden. Also entweder halt behalten wir die hier oder die hier, glaube ich. Weil beides auf einmal geht nicht. Deswegen machen wir das mal weg. Weil ich glaube, Damocles sind ein bisschen besser. Die haben wir auch gerade im Fight gesehen. Die haben uns nochmal gut geholfen. So, Moment, hier haben wir 5 Food und dann haben wir 1, glaube ich, hier. Genau. I'm sure you're grateful for that. Und 3 Food. Schauen wir mal, wie viel Gold für 18. Für 3 Food, naja. Ich habe sowieso immer Food am Ende. Das ist eigentlich komplett bekloppt, aber naja. Kann man nochmal Heal Wounds machen? Das wäre eigentlich super. Ne, leider nicht. Dafür brauchen wir 8. Wir haben 7. Hätte ich mal ein bisschen weniger Food gekauft. Aber man weiß nie. Wir haben ja auch den Angry Mob hier irgendwie in den Karten. Also es kann sein, dass das hier noch gar nicht das Ende ist. Deswegen... Macht die scheiß Spinner da weg. Deswegen war es vielleicht gar nicht so unschlau. Ratman Hunting. Now you begin to trespass upon the Ratman's hunting grounds. You stumble upon a Ratman hunting party. Prepare to defend yourself. The dealer draws you 1 monster card. Gibbe. Plague. Ja, ich muss sagen, diese scheiß Archer, die sind mit die schlimmsten Gegner in dem Game hier. Die haben ja anscheinend Poison Attacks. Moment. Batz! Yes! Direkt. Na, andere Richtung. Dankeschön. Ich wollte eigentlich mit meiner Waffe jetzt angreifen, aber irgendwie ging das nicht. Gut. Fucking Redmonds. Sehr gut. So, was bekommen wir? 1 Food Gain Card. Na, immerhin. 10 Food. Nice. Dann können wir eigentlich sogar nochmal zurück zum Priest. Approach the Shop. Aber wir sowieso jetzt mehr als genügend Food haben. 21, das sieht ganz gut aus. Also wir haben noch einen Angry Mob. Dann haben wir natürlich wieder nur die Hälfte. Oder gar nichts. Machen wir nochmal Heal Wounds. Also, ja. Kann ich irgendwas verkaufen? Nee, also war das ein Waste of Food. Nevermind dann. Müssen wir nochmal gegen die antreten jetzt? Ich glaube nicht. Also, ich glaube, Shops und so kann man immer wieder frequentieren, aber ja, die auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal gut, dass wir den nicht triggern. Ja, Angry Mob, da haben wir's. The ratmen begin to creep towards the edge of the town. Anger follows shortly behind. Na komm, give them half your food. Fuck it. You offer to share the half of gold with the peasants. They gather around to see your offering. Frau 9. Haven't you got any more? Asked one of the peasants. This is something, but we've got to ration it out to everyone. You leave the simple folk to their troubles. Wir hätten auch, wir haben es ja gesehen, avoid the mob, aber da wäre es auch wieder, ne, mit huge failure verbunden gewesen. Und, ja. Geht sogar noch weiter. Is a fine companion. I'm sure you'll leave this one in time. You do not seem to have the temperament for friends, even in the animal kingdom. They will not let you pass so easily. Prepare yourself. Ratman Hunting wieder. Und wieder 4 auf Plague. Ah, suck it. Verdammt. War nicht ganz so gut. Aber darauf achten, dass die jetzt hier nichts werfen. Oder beziehungsweise, dass wir rechtzeitig dodgen, was wir natürlich wieder nicht geschafft haben. Was? Wovon haben wir jetzt Schaden genommen? Wovon nehmen wir gerade Schaden? Das ist merkwürdig. Fuck you.
Ja, ernsthaft, wovon haben wir jetzt so viel Schaden genommen? Das ist doch lächerlich. Von 100 auf 48? Ach so, ich glaube, kann das sein wegen dem The Root Sandstorm da draußen, dass wir da nicht hätten hingehen sollen? Gut möglich. Ah, shit. Nichts gefunden auch. Angry Mob? Nee, Dead King's Hall. Mhm. Greed. If it were not for greed, then who would play at this game? You see an ancient ornate coffin in the main burial chamber. It may hold spectacular wealth, but it will surely be guarded. Gib her. 2 of Skulls, 3 of Dust. Attempt to take them by surprise. Natürlich. Okay. 2 aus 4 ist die Chance. Redraw. Wir haben nur Failures, zum Glück keine Huge Failures. Huge Success. Jawohl. Suddenly, you leap into the fray, taking one of them down before they can even react. Ah, machen wir die 3 of Dust weg. Gut. Dann haben wir nur die 2 of Skulls. Easy, man. Wow, 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 wow. Okay. Das ist, was der Dealer meinte mit, jetzt macht er auch noch die Umgebung schwer. Na gut. Na gut. Ist akzeptiert. Hoffen wir mal, dass es das Ganze wert war. 34 HP, shit. 3 Gain Cards. Okay, ein Equipment. Once per combat, press 2 to activate an aura that makes every successful strike drop gold. Okay. Nehmen wir das mal. 5 Food, sehr gut. HP. Naja, zumindest bekommen wir AP zurück, wenn wir jedes Mal hier rumspringen. Können wir das... Ja, wir können das sogar cheesen, indem wir das die ganze Zeit so machen. Aber natürlich verlieren wir dafür Food. Aber ich mach das mal so. Okay. The White Council 2. As you plunder the secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Refuse. The White Council doesn't like armed mercenaries wandering through their land, the man says as his goons close in around you. 4 of Dust. Ha! Easy. Easy money. Ja, trotzdem natürlich aufpassen, dass hier keine Fallen oder so auf dem Gebiet sind. Und yes! Troll haben wir natürlich gemeistert. Ich habe geblockt. Ich habe jetzt Rechtsklick versucht, aber anscheinend müssen wir wirklich weg unsere Dodge Roll machen, weil mittlerweile klappt dieses Counter-Attack mit Rechtsklick nicht mehr. Keine Ahnung warum. Und ich hätte eigentlich meine Aura aktivieren können für Gold Drops, aber naja. Leider vergessen. As you approach one of the fallen men, he says with some effort, "You'll regret this, there will be consequences." He cuts off as his voice fails him. You notice a robed figure standing in the shadows of the forest. He waves his hand and a magical portal appears. Stepping through it, he is quickly gone. You look around to find no trace of the fight remains. The token is yours. Illuminati confirmed. What you do with your newfound abilities. Das werden wir sehen. Check. Oh, da haben wir ihn auch schon. Weights, plague and pestilence and blood and teeth. Faster and stronger than normal Redman, this beast inspired all vermin around him to strike faster the more damage he sustains. Okay. Den will ich noch nicht fighten eigentlich. Vor allem, weil ich... Naja. Ich hab halt nicht meine Damokles. Ne? Dieses Fourth Plague. Dieses Schwert, das ich in alle Richtungen werfen kann. Fuck. Das wird lustig. Said no one ever. Oh Gott. Oh Gott, nein. Weg, weg, weg. Ich drück die ganze Zeit schon Spacebar, aber das wollte irgendwie nicht. So, erstmal den loswerden. Oh Gott. Bringt zwar nichts mehr, aber hey. Ist Latex. Oh.
Okay, ist irgendwo noch einer am Leben, der irgendwas werfen kann? Anscheinend nicht. Warum ist der mir hier die ganze Zeit an der Poperze? Weg. Okay, der hat 4 Strikes, ähnlich wie Queen of Dingsbums. Und ist dann danach kurz dizzy. Das können wir uns schon mal merken. 2, 3, 4. Yes! Ha! Really? Der konnte ja gar nichts mehr dann. Das war ja easy. The queens and kings of the rat kind have lost a child here today. Geschieht Ihnen auch ganz recht. For slaughter, your reward. Sehr schön. Oh mein Gott, das sind schau dir mal die Tokens hier an. Das sind einige Sachen, die wir jetzt hier kriegen. Sehr gut. For venturing the underworld. Alicia in Underworld. Okay. Schauen. For discovering a tomb while lost in the desert, you receive 25 Gold und Desert Cult. So viele Desert-Karten, ey, mein Gott. Ah, finde ich gut, dass es so einem Theme dann immer folgt. Tracks in Town. Na, mal gucken. Irgendwann kriegen wir vielleicht den weißen Minotauren. Mal schauen. Gain 25 Gold und The Altar. 3 Sachen danach noch. For exploring the Dead King's Hall. Treasure Chest. Das klingt gar nicht so schlecht eigentlich. Da kann man ja nur gewinnen. For standing up to the White Council's dogs. The White Council 3. Es wird noch mehr gecouncelt hier. As a reward for defeating My Redman Jack, you receive these new cards. Okay, das ist Armor, eine Waffe, sieht sehr cool aus. Und dann die 4 Karten noch. King of Dust. King of Dust können wir einfach so reinmachen, oder wie sieht's aus? Das wäre cool, weil der war relativ leicht. Add Cards. Und das letzte, auch für den Redman Defeat. Redman Hunting. Redman Hunting. Redman Hunting. Warum soll ich die reinmachen? Die waren gar nicht so gut. Okay, das war dann Teil... Das war dann Teil... Mein Gott. Damit haben wir jetzt Teil 3 oder 4. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt aufsplitten werde. Von Hand of Fate mittlerweile hinter uns gebracht. Der erste Versuch war nicht ganz so glorreich, aber danach lief es ja einigermaßen. Und ja, wir haben jetzt den Redman Jack besiegt. Als nächstes werden wir sehen, was dann folgt. Ich hoffe allerdings, ihr seid genauso gespannt wie ein Flitzebogen quasi wie ich. Und ich hoffe, dass euch die heutige Session von Hand of Fate gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Session von Hand of Fate, wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.